fahren genauso. Hier die. Da unten ist Sven. Wie ist das Wetter? Es tröpfelt. In diesen Riss tun wir gleich Friend rein, da genauso ungefähr. Hier ist ein 03er Friend. Kann noch größere sein. Und hier, da haben wir die Schraube irgendwo da. Und dann hier die nächste. Hier so ein kleiner Hang. Dann geht's und so weiter und so fort. Bis nach da oben. 6:53 Uhr morgens. Jasper klettert an der ersten Schraube auf dem Weg zum ersten Bohrhaken. An der Direttissima Sul. Und da oben geht es hoch. Dam. Das sind knapp über 300 Meter. A1 Update. Es ist 7:35 Uhr. Unser japanischer Lieblings-Superheld Jaspion hat die erste Seillänge fast beendet. Wie lange hat er gebraucht? 50 Minuten. Es sind 40 Meter Seillänge, 11 Bohrhaken. Links gibt es übrigens eine tolle Kletterroute. Sie heißt übersetzt die Abkürzung des Teufels. Ja, sie ist ziemlich schwierig und nicht unser Niveau. Und außerdem ziemlich nass. Ende der ersten Seillänge. Ungefähr 45 Meter. Und hier geht's weiter. Die ersten Pitch kann man hier Stand machen, theoretisch. Ich gehe aber weiter nach oben. Und Sven ist genau da unten. Stand 2. Nochmal 55 Meter hoch. Hier können wir einen alten Stand sehen. Wahrscheinlich von den Österreichern, die es erst begangen sind. Und da unten arbeitet ein Sven am Fixseil nach oben. Die Aussicht wird langsam besser. Und es hat auch aufgehört zu regnen. Obwohl es aufgehört hat zu regnen, ist trotzdem noch alles pitschnass. Und das Seil ist völlig nass. Es ist 9:52 Uhr. Jasper ist in der dritten Seillänge. Ich stehe gerade am Stand Ende der zweiten. Hier sieht man einen tollen Stand aus den 70ern oder wann auch immer, keine Ahnung, ich habe ihn nicht gebaut. Ist ein bisschen gümmelig mittlerweile. 9:52 Uhr heißt, wir sind seit 3 Stunden und 7 Minuten unterwegs. Jasper singt die ganze Zeit völlig losgelöst, aber ich konnte ihn noch dann hindern, seine Sicherung zu lösen. Also in dem Sinne alles gut. Wir sind hier im dritten Stand, weil ich bin gerade nur 30 Meter vorgestiegen, leicht negativ. Aber dieser Stand hier hat so ein paar Fußlöcher. Und deswegen ist er deutlich gemütlicher. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir hier mal bleiben und dann gleich weiter nach oben. Sven kommt dann gerade durchs Negative hoch. Die stehen überhang. Und hier so die Fußlöcher. Also man ist hier recht gemütlich. Und hier geht's weiter nach oben. Immer noch alles nass.
bin jetzt gerade im 4. Pitch. Sven hat mir eben zugerufen, dass die Seilmitte hier ist. Das heißt, ich bin ca. 30 Meter hochgelaufen. Und hier sehen wir zum ersten Mal einen Bohrhaken oder einen Haken, der nicht so wahnsinnig toll ist. Aber tatsächlich muss man den gar nicht benutzen. Und ich weiß nicht, ob es gleich noch schlimmer wird, aber bisher ist die Route nicht so angsteinflößend wie von allen berichtet. Die Haken sind gut und ja, ich mache jetzt mal weiter. Ich bin jetzt hier am Ende der 4. Seillänge. Sven fängt da unten an, am Fixseil hochzugehen, sich hochzuarbeiten. Und eigentlich wollte ich ja zu diesem Plateau da oben vorgehen, wo es recht gemütlich aussieht. Aber Sven hat mir gesagt, dass ich nur noch 13 Meter Seil habe und ich glaube, das sind ein bisschen mehr als 13 Meter. So, hier ist jetzt der erste Bohrhaken, der nicht mehr ganz so toll ist. Ich habe dann Nut, Klemmkeil umgemacht. Und gleich probiere ich noch aus. Da unten ist Sven mit Sicherheit. Da fliegt ein Heli vorbei. Seit dem dicken Haken da, der da unten geklinkt ist, waren jetzt alle Haken so, ja, so wie diese. Dieser hier. Ab und zu mal, also jetzt die letzten beiden, so ein paar Schrauber daneben. Ein paar Schrauben. Ich habe die einfach alle gleich mit den Nuts, den Klemmkeilen, meine Trittleiter eingehangen. Und hier geht es nach oben, gleich sind wir beim Plateau. Der sieht irgendwie aus, als würde es dann kurzzeitig gar nichts geben. Ist hier direkt unterm Plateau. Und die letzten Schrauben lassen ein bisschen zu wünschen. Kann man sehen. Die letzten 4 oder 5 waren genau so. Hier die. Da unten ist Sven. Der wundert sich, warum ich ein bisschen lange gebraucht habe. Und jetzt gehe ich mal zum Plateau. Ich bin jetzt hier am Ende der 5. Seillänge. Sven kommt da gerade hoch, waren ungefähr 25 bis 30 Meter hier hoch. Also wäre nicht gegangen von dem anderen Stand aus. Die Aussicht ist ziemlich cool. Es hat aufgehört zu regnen. Trotzdem ist noch alles nass. Ich esse jetzt hier gerade eine Schokolade. Was ist deine Meinung zu den letzten 3 Haken? Das sind keine Haken. Was? Das sind 2 mm rausstehende, abgesenkte Schrauben. Also eigentlich ganz gut. Und das hier ist das Luxushotel, in dem man übernachten kann. Ja, also ich glaube ein bisschen oben, es gibt noch einen 2. Stock. Oh, krass. Ich glaube, der ist auch größer, der 2. Stock. Wo sind wir denn hier gerade? Auf der Direttissimo Sul. Das ist eine technische Kletterroute auf den Cristo Redentor Berg Dings. Wir sind hier irgendwo so in 200 Meter Höhe auf der Übernachtungsplattform. Hier ist der Rest vom Plateau. Ein bisschen größer. Hier kann man tatsächlich irgendwie eine Hängematte aufhängen oder 2. Oder auf dem Boden rumchillen und schlafen. Haben wir heute aber nicht vor. Wir gehen jetzt hier weiter ab nach oben. Nochmal 40 Meter und dann 30 Meter und dann 30 Meter. Update. Wir sind auf dem Übernachtungsplateau. Viele andere Leute haben hier übernachtet. Die haben allerdings auch doppelt so lange für die ersten 5 Seillängen gebraucht. Wir haben bis jetzt 5 Stunden 45 geklettert und dann eine halbe Stunde Pause noch gemacht ungefähr. Alles ist verdammt nass und dreckig. Und jetzt machen wir die letzten 3 Seillängen in Rekordgeschwindigkeit. Ich bin jetzt hier am Ende der 6. Seillänge. Da unten können wir das Plateau sehen. Das
Biwakplateau. Die Seillänge war jetzt ganz entspannt. Die Bohrhaken gut. Meine Hände sind ziemlich kaputt, weil irgendwie man einen Stein reibt. Hier geht's nach unten noch. Fehlen noch ungefähr 60 Meter. Bald geschafft. Ich bin jetzt hier am vorletzten Stand, also am 7. Stand. Und Da unten kommt Sven. Die Seillänge war ziemlich genau 30 Meter lang. Das ist jetzt hier schon die Ende der Route. Ich bin am letzten Bohrhaken einmal gestürzt. Genau beim Versuch, von dem letzten Bohrhaken zum Baum zu springen, ist die Wurzel, an der ich mich festgehalten habe, gerissen. Und dann bin ich ein Stück gestürzt. Der letzte Bohrhaken war ziemlich rostig, aber einer von den dicken und hat den Sturz gehalten. Und jetzt habe ich für hinten das Seil festgemacht, an den dicksten Baum, den ich gefunden habe. Und nochmal gebackupt und gleichzeitig hier eine Lebenslinie gespannt. Nochmal ungefähr 30 Meter weiter. Die Seillänge war ungefähr 30 Meter lang. Zurück. Und jetzt gehe ich gerade wieder zurück zu Sven. Vielleicht ist er ja schon da oder bald, denke ich, wird er da sein. Du bist schon oben, Sven? Ah, okay. Ja, komm nochmal die letzten 2 Meter hier hoch. Oh. Und hier oben ist auch kein Stand, deswegen habe ich mir den dicksten Baum ausgesucht, den ich gefunden habe. Der ist echt dick hier. Seil aufnehmen. Hier, wir sind fast oben. Zum Plateau. Was sagst du? Was möchtest du jetzt? Schokoladenpizza. Okay, das kriegen wir hin. Diese Reise endet hier. Abseilen. Ich kann nicht weiter. Jetzt angekommen hier am letzten Seillänge in der K2, der K2. Der Normalroute, die auf den Christus fährt. Ja, und von da kommen wir an. Da kommt Sven aus dem Urwald. Jetzt sind wir am Ende der K2. Elfeinhalb Stunden. Ja, 325 Meter klettern grob, keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. War anstrengend, aber war auch toll, also gerne wieder. Nicht die gleiche Route. Ein super Krimineller. Und angekommen. Schöne Hände. Check. Zeig mal deine Hände. Sehen auch schön aus. Wir fährten jetzt unter die Autos hier. Ja. Und laufen dann außen rum. Wuhu, Zivilisation! Komm her! Quatorze elefantes incomoda muito mais. Warum sollte jemand den ganzen Tag würzen? Ich würze den ganzen Tag und ich würze die ganze Nacht. Ich würze, bis die Pfeffermühle kracht. Hörst du die Regenwürmer rülpsen? Rülps! Pancho incomoda muita gente. 39 elefantes incomoda muito mais. 39 elefante incomoda muita gente. Wann sind wir aufgestanden?
4 Uhr morgens. Wir haben verdammt lange gebraucht, bis wir hergekommen sind. Ja, dafür sind wir jetzt auch entsprechend müde. 142 elefantes incomoda muita gente. 143 elefantes incomoda muito mais. Ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die diese Mission möglich gemacht haben. Die Liste ist nicht allzu lang, sie besteht nur aus Fernanda und dem wortkargen Uber-Fahrer Felipe, der uns um 4 Uhr morgens hingebracht hat. Fährt um 6:30 Uhr ungefähr. 45. 6:45 Uhr. Das heißt, wie viel lang sind wir bisher geklettert? 6:45 Uhr. Ah ne, 5:45. Nein, 5:45 sind wir geklettert. Nein, 6 Uhr sind wir erst Ja, losgeklettert. 5 Stunden 45 Minuten. Ach so. 175 elefantes incomoda muita gente. Oh, jetzt ist er gestürzt. Hast du Hut auf? Ja, ich habe unterwegs einen Magier getroffen. Und der hat dir einen Hut aus seinem Kaninchen gezogen. Die letzte teilte Kartoffel mit AIDS. 204 Elefanten stören viele Leute. Ja. Und 205 stören viel mehr. Ja. Miteinander kommen auch her. Nein. Du hast gar nichts zu sagen. Wir haben eine spannende Route geklettert. Und wir haben es überlebt. Hey, ich sehe nichts mehr. Ich sehe Es nur hat lang gedauert, aber war lustig. Und wir haben Echtes deutsche- schlechtes, billiges deutsches Bier. Wie heißt es? Steuer in Brasil.